was in dieser Folge passiert. Heute steht uns der bisher krasseste Teil der Sektion 22 am TED bevor. Einige haben uns schon davor gewarnt, wir gehen das Ganze aber optimistisch an. Stellt sich aber schnell heraus, dass wir hier an unsere Grenzen stoßen werden. Wir starten auch in diesem Tag mit unserer absoluten Lieblingsroutine. Seitenkoffer, Topgaze und das ganze Gear enge Treppen runterschleppen. Macht sehr viel Spaß. Sonne scheint, Stimmung ist gut. Tja, und dann kam auch schon gleich die erste Überraschung auf uns zu. Wir waren jetzt noch kurz was einkaufen zum Essen. Und ich wollte mir jetzt hier noch einen Kaffee holen. Aber habe dann gemerkt beim Einkaufen, dass wir schon ein Major Ölleak haben an der Gabel. Das heißt, meine Frau holt mir jetzt einen Kaffee da drin und ich versuche mit diesem Tool hier kurz das Problem zu beseitigen. Zum Glück hat mir mein Bruder noch vor der Reise so ein Simmering Notfallreparatur-Dings geschenkt. Irgendein China-Gadget, das er von einer chinesischen Amazon-Seite hat. Bin also sehr gespannt, ob das Teil uns jetzt den Tag rettet oder den Simmering komplett abfuckt. Übrigens, das sind die geilsten Handschuhe ever. Kein Plan, ob man das sehen kann, aber ein bisschen Schmutz war drin. Nach der gelungenen Notreparatur schraube ich wieder alles fest und wir genießen noch unseren lauwarmen Parkplatzkaffee. Ganz stilvoll. Gleich danach ging es dann für uns noch zur Tankstelle. Und ja, wir wissen, manche von euch sind so vorbildhaft und tanken immer schon am Vorabend. Aber ganz ehrlich, uns ist es meist zu anstrengend. So, Tank voll, Laune immer noch gut, dann versuchen wir jetzt unseren zweiten Start in den Tag. Heute hat es ein bisschen gedauert, bis wir los sind. Wir wollten eigentlich ganz gemütlich in den Tag starten, aber dann hatten wir schon das erste Problem mit dem Simmering. Ja, macht auf jeden Fall nichts. Wir haben die Tools dabei. Ich hoffe jetzt, dass das passt. Wir werden jetzt einfach in 5 Kilometern einmal kurz stehen bleiben und schauen, ob es auch wirklich passt so, weil ich bin immer sehr skeptisch mit diesen schnellen Reparaturen. Wenn heute alles gut geht, sollten wir beide in Annecy ankommen. Ich glaube, wir haben ca. 170 Kilometer fest übrig bis dahin. Schau mal, ob es trocken ist. Unten, oder? Um den Gabelholm. Nicht ganz nah. Nicht ganz? Na, es ist ein bisschen feucht. Aber läuft's Ohr? Na, das glaube ich nicht. Warte, ich schau. Ja, war aber schon noch besser. Ich glaube, es ist besser als vorher, aber ich glaube, es ist immer noch ein bisschen. Ich werfe noch einmal kurz meinen Expertenblick auf die Gabel, um zu checken, ob der Ölverlust an der Gabel als passabel durchgeht oder ob wir lieber doch einfach weiterfahren und das Problem gekonnt ignorieren. Ja, ein bisschen ist noch. Schon, gell? Ja. Ja gut. Es ist ein bisschen, wenn es dabei bleibt. Probieren wir es mal so. Bisher hatten wir auf dieser Reise mit dem Wetter echt Glück. In der letzten Folge hat es zwar ein wenig gewittert, aber es war eigentlich perfekt, um unsere günstigen Regenanzüge zu testen. Das bedeutet aber für uns, dass die Waldwege heute noch ein wenig nass sind. Hier wird es auf jeden Fall schon wieder sportlich. Das Lösegeröll mag ich eigentlich nicht besonders gern. Wir verabschieden uns jetzt aber langsam von dem Easy-Terrain und es wird steinig. Und wegen dem Regen auch noch rutschig. Wie geht's hinten drauf? Gut. Puh. Ich muss schon wieder ein bisschen am Luft anhalten. Ich versuche es so angenehm wie möglich zu machen. Ja. Für uns beide. Prinzipiell hatten wir an dem Tag viele Abschnitte mit losem Geröll. Und immer, wenn wir dachten, jetzt haben wir es geschafft, wurde es noch krasser. Wow, okay. Das war easier als gedacht.
Rede nicht zu früh. Ich weiß, aber der hat von unten ziemlich krass ausgeschaut, der Hang. Hoppa! Gerd? Okay. Gut, Ja. langsam. Probier mal. Nice, Fighter Jet. Wow, der war laut. Du musst einfach leider dabei sein, falls sie kippt. Okay. Ich lasse Steffi hier mal absteigen und hinter dem Bike Stellung halten. Nur im Fall, dass ich mit der Maschine umfalle. Nur falls sie kippt. Es schaut auf der Kamera immer total entspannt aus. Aber ich kann euch sagen, bei dem Gewicht der Maschine und den nassen Steinen war es echt nicht easy. Aber jetzt kippt sie. Oh. Rüber, rüber, ich bin noch nicht. Rüber, 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 ja. Okay. Du wartest da, ich hab den Fuß. Sorry, Okay. sieg ich nicht. Okay, brauche ich ein bisschen Schwung. Kann er ein bisschen schieben? Hilf ein bisschen, ja. Okay. Nasse Storne. Stopp. Nasse Storne. Ich habe mich kurz darauf entschlossen, Steffi ein paar Meter zu Fuß gehen zu lassen. Nicht, weil ich sie loswerden wollte, nur weil ich das hier auf den Steinen einfach nicht riskieren wollte. Außerdem glaube ich, gefallen ihr die Wanderwege in Frankreich recht gut. Zum Glück gibt es nach jedem Struggle auch wieder eine Belohnung. Hier kamen wir auf der anderen Seite des Anstiegs raus und entdeckten diese nice Landschaft. Eine besondere Atmosphäre, weil es hier vor kurzem gebrannt hat und aus der Asche viele Blumen blühten und mittendrin noch die abgebrannten Stämme waren. Der Kreislauf des Lebens in einem Bild sozusagen. Bevor ich aber hier zu poetisch werde, lasse ich euch die Bilder genießen ohne mein Gelaber. Trocken. Ich brauche ein bisschen Schwung, sorry dafür. Aber ich brauche den gerade. Oh, Achtung. Oh. Los, Traktor. Nennst du den Ralf-Traktor? Ja, gerade schon, ja, weil er so tieftourig in dem Drehmoment ist. Puh. Boah, anstrengend. Vor allem gerade mit 2000 Touren hier hoch. Easy peasy. Boah. Yep. Okay. Die Strecke wurde langsam aber sicher richtig tough. Und ausnahmsweise kam mal sowas wie Vernunft bei mir auf. Ich bin also abgestiegen und habe mir das Gelände zu Fuß angeschaut. Ausnahmsweise mal eine clevere Entscheidung, wie sich herausstellen sollte. Aber schaut selbst, glaubt mir nur eins, wenn der Hang auf der Weitwinkellinse der Kamera schon so krass aussieht, dann könnt ihr euch ja vorstellen, wie es in echt war. Klar, ich kann es probieren, aber lieber allein. Glabi. Okay. Dann muss ich wohl. Ich probiere mal.
far so good. Boah, leck mich am Zuckerli. Boah, jetzt wollt sie nimmer. Okay, Leute. Ich lasse sie kurz ruhen. Ruhen die Maschine. Jetzt geht es noch mal ein gutes Stück steiler hoch. Fuck, Mann. Ja, das schaut echt wild aus. Well, dann spazieren wir wohl darauf. Manchmal weiß ich nicht, was mir lieber ist. Drauf sitzen in dem Gelände oder zu Fuß gehen. Und? Ja, das ist heftig. Jetzt aber. Ja, das ist heftig. Hier sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, wo ich mir nicht mehr viele Fehler erlauben darf. Ihr habt gerade gesehen, dass es mich nach rechts abgedrückt hat, weil ich von den Steinen abrutsche. Wenn ich jetzt noch einmal abrutsche, geht es den Hang rechts runter. Weil die Maschine konstant von den Steinen abrutscht, ist eine Richtungskorrektur nicht ganz einfach und es kommt, was kommen musste.